Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich zunächst einmal bei Ria Schröder bedanken, die bislang die einzige Rede aus der Ampel gehalten hat, wo ich wirklich sagen kann, vielen herzlichen Dank. Sie haben verstanden, was wirklich in der letzten Woche passiert ist. Und dass Sie sich an die Seite unserer Kollegin Mareike Lotte-Wulff gestellt haben, ist wirklich aller Ehren wert. Das, was SPD und Grüne heute hier abgezogen haben, das macht einen wirklich fassungslos. Wirklich absolut fassungslos. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Frau Schönberger, keine Entschuldigung, einfach ein kleines ist nicht okay, aber dann so eine Täter-Opfer-Umkehr hier zu machen, das geht einfach in gar keiner Weise. Negieren, relativieren, nicht entschuldigen, auf die Vorwürfe von Nadine Schön gar nicht einzugehen. Was mit der grünen Jugend hier passiert ist an dieser Universität, ist wirklich unfassbar. Und am meisten muss ich wirklich sagen, und es beschäftigt mich seit Jahren, dass immer die vermeintlich Toleranten am allerintolerantesten sind. Sie sind immer genau die Partei, die Toleranz einfordert, aber dann so intolerant sind, wenn jemand eine andere Meinung vertritt, dass es wirklich schon schmerzt. Und ich möchte schon noch mal wiederholen, weil es offensichtlich weder die SPD-Fraktion bislang noch die Grünen-Fraktion verstanden hat, was letzte Woche passiert ist. Eine frei gewählte Abgeordnete will zu ihrer Berichterstattung an einer Uni einen Diskurs führen. Sie geht in diese Universität rein auf Einladung des RCDS, und ich war selber jahrelang RCDS-Landesvorsitzende. Ich weiß, wie schwer das ist, an diesen Universitäten solche Vorträge zu organisieren. Sie geht rein, stellt sich dem Diskurs. Dann gibt es Sharepics von der linken Jugend, von der grünen Jugend, die geteilt werden. Da wird eine Frau als transfeindlich, als homophob hingestellt, die in den letzten beiden Jahren als Berichterstatterin, würde ich mal sagen, die sanfteste, netteste, angenehmste Kollegin war, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, die wirklich von allen Seiten nur gelobt wurde. Wie übrigens von allen Seiten unsere gesamte Diskussionskultur zum Selbstbestimmungsgesetz gelobt wurde. Und dann heißt Transleute nicht willkommen. Das stimmt ja nicht. Das war eine offene Veranstaltung. Jeder hätte reingekonnt, jeder hätte diskutieren können. Aber das wollen Sie gar nicht. Sie wollen gar nicht diskutieren. Sie wollen die Argumente nicht hören. Nicht vom Deutschen Ärztetag, nicht von allen Sachverständigen, die wir eingeladen hatten. Und Sie lassen zu, dass Ihre grüne Jugend dann sich so radikalisiert, dass eine einzelne Abgeordnete dann plötzlich 200 Leuten gegenübersteht. Und ich muss mit einem Mal korrigieren. Die Veranstaltung wurde gar nicht abgebrochen, die hat gar nicht erst angefangen. Es ist noch nicht mal ein einziges Wort gefallen, und sie wurde schon aus dem Saal rausgetrieben. Und zwar von Leuten, die geschrien haben, ich zitiere, halt die Fresse, und das skandiert haben, halt die Fresse, halt die Fresse, halt die Fresse. Einer Bundestagsabgeordneten gegenüber. Kein Aufschrei. Und ich bin ja froh, Herr Lehmann, dass Sie heute noch da sind bei der Debatte. Wo sind Sie denn? Ist Frau Wulff in der falschen Partei, oder warum stellen Sie sich denn nicht einfach mal hin und sagen, nein, so geht's nicht, meine lieben Kolleginnen und Kollegen? Es ist jetzt eine Woche her. Wenn Sie noch mal hätten drüber schlafen müssen, hätten Sie 7 Tage dazu Zeit gehabt. Was ist denn mit Frau Attermann? Jedes Mal neu mehr Geld fordern, sie braucht mehr. Aber wenn wirklich jemand diskriminiert wird, ist jetzt die Falsche diskriminiert worden? Die passt natürlich nicht ins Weltbild rein. Wo sind denn bei Ihren Grünen mal die Entschuldigungen an der Stelle? Es ist einfach kein Diskurs gewünscht. Es ist eine Cancel Culture. Sie wollen in diesem Land, dass nur noch die Richtigen was zu sagen haben. Sie fühlen sich allen anderen moralisch gegenüber überlegen, und das können und das wollen wir nicht dulden. Das ist eine woke Selbstgerechtigkeit, die in keiner Weise in Ordnung ist. Und ich dachte, genau deswegen haben Sie auch eine Antidiskriminierungsbeauftragte überhaupt eingeladen. Und es zieht sich ja durch, das, was Sie hier machen. Ne? Diese richtige Meinung, falsche Meinung, die haben wir beim Selbstbestimmungsgesetz der Ampel, wo eben ein bußgeldbewährtes Offenbarungsverbot vorgesehen ist. Aber nur, wenn Sie in die eine Richtung argumentieren. Beim Gehsteigbelästigungsgesetz ist es das Gleiche. Das heißt, eine Einengung der Meinungsfreiheit wird in dieser Ampel auch ganz bewusst von den Grünen tagtäglich vorgenommen. Und wenn dann mal jemand anderem was passiert, dann ist eben keiner da. Und ich erwarte schon nach dieser Debatte, und ich sage es noch mal ganz bewusst auch an Sie, Herr Lehmann, dass Sie spätestens nach der Debatte sich auch mal öffentlich äußern. Ansonsten kann ich Ihren Job als Queerbeauftragter dieser Regierung in keiner Weise ernst nehmen. Und deswegen möchte ich auch an der Stelle noch mal sagen, der Großteil der Menschen in diesem Land
Liebe Mareike, steht hinter dir. Wir haben so viele Zuschriften bekommen, so viel Unterstützung. Wir lassen uns nicht mundtot machen. Wir werden auch weiterhin als Union auch in Zusammenarbeit mit dem RCDS aufklären, diskutieren, den Diskurs suchen, weil wir haben keine Angst vor Diskussion. Wir stehen zu unserer Meinung, und das bitten wir Sie auch, das genauso zu handhaben. Herzlichen Dank.